Genau wegen solchen Sets von Kobi habe ich angefangen, Reviews auf YouTube zu machen. Und kleiner Spoiler, das liegt nicht daran, dass wir hier den 12. Tigerpanzer bauen. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und heute auf meinem Bautisch das Kobi-Set 3124, den Panzerkampfwagen 6 Tiger in der Ausführung E. Ein schnöder Tigerpanzer, wie wir ihn schon oft auf meinem Kanal und von Kobi gesehen haben. Dieses Mal aber ein ganz besonderes Modell, denn wir haben hier eine 2-in-1 Version. Wir können die schnöde deutsche Version bauen oder die interessante französische Beuteversion. Denn dieses Fahrzeug hat eine Menge zu erzählen über Fakten in der Geschichte, die ihr so bestimmt noch nicht kanntet, sofern ihr diesen Karton nicht von hinten euch angeschaut habt. Das machen wir aber alles zusammen jetzt hier auf meinem Bautisch. Kobi beschert uns mit der 3124 einen weiteren Tiger, um genau zu sein, einen Tiger in der Ausführung E, genauer den Panzerkampfwagen 6 Tiger Ausführung E im Maßstab 1:35, die kleinere Variante des Kobi-Set 2807, was wir ja im Maßstab 1:12 kennen. Und wenn wir das hören, dann wissen wir, aha, es handelt sich um das Fahrzeug aus dem Musée des Blindes in Saumur, dem französischen Panzermuseum. Und wenn wir über einen Tiger sprechen, dann natürlich kann das Set nur in der Historical Collection World War II daherkommen. 870 Steinchen hat es und 2 Minifiguren, eine deutsche und eine französische. Jetzt fragt ihr euch, warum? Naja, wenn wir uns die Rückseite anschauen, dann sehen wir, dass wir das Fahrzeug in französischen und in deutschen Hoheitsabzeichen bauen können. Warum, weshalb, wieso? Das klären wir gleich bei den Fakten. Deswegen gehen wir auf die Fakten auch gar nicht ein. Die bekommt ihr bei den Infokarten. Genau auch, wie groß dieses Set wird und wie der Steinepreis ist. Auch auf 100 Gramm gerechnet. Alles auf den Infokarten. Hier haben wir ein Originalfoto und wir sehen, dass wir den Turm bewegen können und wir können in den Innenraum schauen. Und da haben wir unsere beiden deutschen bzw. französischen Minifiguren. Ich mag ja fliegende Sachen, es gab ja Flying Tigers. Wir machen jetzt typisch Blockstar diesen Karton auch zu einem Flying Tiger, denn wir wollen ja wissen, was sich im Karton genauer an Kobi-Steinen verbirgt. Ja Freunde, da liegen 3 Bautüten, nämlich die Tüte 1, die Tüte 2 und die Tüte 3. Sowie eine Anleitung in DIN A4 klammergebunden, hochglanzbedruckt auf meinen Bautisch. 3 Bautüten, die bunt daherkommen, denn wir haben ja hier ein Fahrzeug in Dreifachtarn. Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir hier schon das neue Design der Anleitung haben. Wir haben hier ein Set aus Ende 2024. Das heißt, wir haben das gleiche Design vom Karton auf der Vorderseite bedruckt. Innen drinnen aber dann doch das noch in Anführungszeichen ältere oder nicht mehr ganz aktuelle Design der Anleitungen. Kobi schwankt da gerade so ein bisschen, nämlich mit den grünen Umrandungen und den etwas größeren Bauschritten. Ja, wir fangen mit der Tüte 1 an zu klemmen gleich. Das seht ihr, wenn ihr die Fakten hört. Wir besprechen aber kurz noch die Anleitung, denn ganz wichtig für alle, die mit Kobi noch nie gebaut haben, achtet immer hier auf die Legende auf der ersten Seite. Da sind die Kobi-Sondersteine, die euch hier erklärt werden, die ihr vielleicht nicht kennt. Denn Kobi hat manchmal von verschiedenen Steinen verschiedene Varianten, was Slopes, Brackets oder Wedges oder ähnliches angeht. Dann bauen wir von Baustep zu Baustep. Wir hangeln uns durch die Tüten durch. Das wird immer hier markiert. Bausteps sind durchgängig, die Tüten ändern sich, Pfeile weisen uns den Weg und in den Rechtecken sehen wir immer, was wir bauen. Und das, was wir bauen, ist auch immer der farblich hervorgehobene Baustep. Ab und zu gibt es auch kleine Anlegehilfen wie hier. Dann sieht man, dass man keine Noppen zählen muss, sondern hier eine 1x1er Fliese oder eine 1x3er Fliese anlegen muss. Und fertig ist man dann beim Baustep 171, wobei das hier sehr kurios ist, denn wir haben hier auf der letzten Seite noch eine Erklärung, obwohl wir hier beim Baustep 171 eigentlich fertig sind. Eigentlich müsste dann hier auch noch eine Nummerierung für den Baustep kommen. Wir bekommen die beiden Figuren erklärt und wir sehen alle Steine, die verbaut sind.
Und sollte uns ein Stein da fehlen, können wir ihn mit der Nummer dann hier auf der Kobi Service Webseite monieren. Ich erkläre das immer so ausführlich, da mir dies ja schon bei Kobi das ein oder andere Mal passiert ist, so damit ihr gleich Bescheid wisst, was Phase ist. Kobi ist da immer relativ schnell, sollten Steine fehlen, bekommt ihr die oft per Einschreiben zugeschickt. Ja, Freunde, ich werde dieses Fahrzeug natürlich in den französischen Farben bauen. Ich wünsche euch deswegen viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute habe ich euch nicht zu viel versprochen. Ihr werdet sehen bzw. hören, dass manche Geschichte spannender ist als so mancher Hollywood-Blockbuster. Natürlich sprechen wir über den Tiger mit der Turmnummer 114 und seiner spannenden, bis heute andauernden Geschichte. Der deutsche Panzerkampfwagen 6 Tiger, besser bekannt als Tiger 1, zählt zu den ikonischsten Panzern des Zweiten Weltkriegs. Besonders einer dieser Kolosse hat eine außergewöhnliche Geschichte hinter sich. Der Tiger mit der Turmnummer 114 und der Wannennummer 251114. Gebaut wurde er im Mai des Jahres 1944 in der Henschel Waffenfabrik in Kassel. Er war Teil der letzten Produktionsserie des Tiger 1 und wurde der ersten Kompanie des schweren Panzerbataillons 102 der Waffen-SS zugeteilt. Der erste Kommandant dieses Fahrzeugs war SS-Oberscharführer Wilhelm Schmidt. Bereits im Sommer desselben Jahres kam Panzer 114 an der Westfront zum Einsatz. In der Normandie, wo die alliierten Streitkräfte nach der Landung am D-Day gegen die deutschen Truppen vorrückten. Im August wurden die deutschen Verbände in den sogenannten Kessel von Falaise zurückgedrängt. Tiger 114, der zusammen mit 2 weiteren Tigern einen Rückzugsbefehl in Richtung Brieux erhalten hatte, geriet auf dem Rückweg in einen britischen Hinterhalt. Eine britische Panzerabwehrstellung eröffnete das Feuer und setzte den mittleren Panzer der Formation außer Gefecht. Tiger 114 fuhr als letztes Fahrzeug und rammte beim Rückwärtsmanöver versehentlich den ausgeschalteten Tiger vor ihm. Dieser Aufprall verursachte nicht nur die charakteristische Delle in der Frontpanzerung von 114, sondern blockierte auch das Hauptgeschütz, das sich im Turmstaukasten des vorderen Fahrzeugs verkeilte. Die Besatzungen beider Panzer mussten daraufhin ihre Fahrzeuge aufgeben und gerieten in britische Gefangenschaft. Doch hier endet die Geschichte dieses Tigers nicht, sie beginnt erst richtig. Nach dem Krieg wurde der Panzer von französischen Truppen geborgen. In einem außergewöhnlichen Schritt wurde er durch Hauptmann Guy Besnier in Dienst der französischen Streitkräfte gestellt. Der Tiger wurde repariert, umlackiert und erhielt den neuen Namen Bretagne. Unter dem Kommando der Besnier-Einheit, offiziell Escadron Autonome de Chars Besnier, kam der Panzer erneut zum Einsatz. Diesmal auf Seiten der französischen Befreiungstruppen. Er wurde in den Kampf um das noch von Deutschen gehaltene Saint-Nazaire geschickt und nahm nach der Kapitulation Deutschlands sogar an Siegesparaden teil. Später wurde der Panzer dem 6. Regiment der französischen Panzerkavallerie, dem Régiment de Cuirassiers, unterstellt und bekam einen weiteren Namen: Colmar. Ironischerweise wurde er in die deutsche Rheinregion entsandt, als Teil der französischen Besatzungstruppen. Dort blieb er bis etwa 1947 im aktiven Dienst, bevor das Regiment neue Fahrzeuge erhielt und der Tiger in Langzeitlagerung kam. Im Jahr 1977 wurde der Panzer dem Musée des Blindés im französischen Saumur übergeben, einem der bedeutendsten Panzermuseen der Welt. Dort wurde er zunächst in einem deutschen Farbschema ausgestellt und blieb über Jahrzehnte hinweg ein Publikumsmagnet. Erst im Jahr 2022 begann eine umfassende Restaurierung des Tigers, diesmal mit dem Ziel, ihn im ursprünglichen französischen Besnier-Anstrich wiederherzustellen, so wie er im Jahr 1945 aussah. Im Jahr 2023 startete das Museum eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, den Panzer 114 wieder fahrtüchtig zu machen. Das Finanzierungsziel liegt bei 200.000 €. Bereits im Dezember desselben Jahres waren über 44.000 € zusammengekommen.
Dieses Fahrzeug erzählt eine Geschichte, die mehr ist als nur Technik und Metall. Es ist ein Stück bewegte Zeitgeschichte. Ein deutscher Panzer, gebaut für den Krieg, genutzt von zwei Nationen, über Jahrzehnte erhalten und nun auf dem Weg zurück in die Öffentlichkeit. Eine Geschichte von Wandel, von Symbolik und von der unerwarteten Wendung, die Technik in der Geschichte nehmen kann. Ja, Freunde, das waren die spannenden Fakten und ich kann euch sagen, später bei den Detailbildern im Verlauf dieses Videos gibt es noch ein paar spannende Fakten mehr. Ich habe euch meine Quellen zu den Fakten in die Videobeschreibung gepackt. Kommen wir aber nun zu dem, was eigentlich zählt, das Klemmbaustein-Set von Kobi, das Grundlage für dieses Video ist. Viel Spaß dabei! Nach 2 Stunden und ein paar zerquetschte Minuten später steht er hier auf dem Bautisch. Unser Tiger in der Ausführung E. Die letzte Bauserie des Tiger 1 habt ihr gerade in den Fakten gehört. Und wie versprochen habe ich das Fahrzeug mit der Lackierung Bretagne 4 und der französischen Cocarde gebaut, weil ich die Geschichte dieses Fahrzeugs einfach spannend finde, nämlich als deutscher Kampfpanzer gestartet, als französischer gegen Deutsche eingesetzt, dann in Deutschland als Besatzungstruppe eingesetzt, dann für Testfahrten in Fahrschulen in der französischen Armee und dann später im Museum. Und gerade wird er ja meiner Faktenlage nach restauriert, dass wir bald wieder einen fahrbaren Tiger mehr auf der Welt haben. Also 2 Stunden ein paar zerquetschte, purer Bauspaß möchte ich mal behaupten. Es gibt wenig Sachen an diesem Fahrzeug, was mir hier Unbehagen bereiten würde. Also vielleicht sogar von allen 3 Tigern im Maßstab 1:35 der beste. Aber ich sage vielleicht, denn der 131er, der ist ja noch nicht hier. Den muss ich mir erst noch kaufen. Wer mich da gerne mal unterstützen möchte, darf gerne auch mal bei einem meiner Videos auf die Super Thanks drücken. Damit könnt ihr ja auch ein bisschen eure Dankbarkeit, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht natürlich für die Videos ausdrücken und würde mir natürlich helfen, wenn ich mir so ein weiteres Gefährt kaufen würde. Aber darüber will ich gar nicht groß mit euch reden. Ich möchte ein bisschen mit euch reden, natürlich gleich über die Anleitung, über die Ersatzteile, über den Motor, über die Figuren und ein bisschen über die Fahrzeuge, die ich hier mit drapiert habe. Ist natürlich klar, weil wir hier einen deutsch-französischen Tiger haben oder einen französisch-deutschen Tiger, wie wir es nehmen möchten, habe ich natürlich hier die 2493, den Saumur S35, den französischen Panzer mit auf den Bautisch gestellt und aus der 1:35er Serie der Historical Collection der Tiger Panzer natürlich hier die 3122, unseren Tiger in klein, der angelehnt ist an die 2588, die wir ja auch von Kobi kennen. Habe ich euch alle schon vorgestellt, findet ihr hier oben auf dem i auf meiner Kobi Playlist. Und wir fangen natürlich mit der Anleitung an. Die gefällt mir ganz gut. Es gab wirklich keinen Punkt, wo ich ein bisschen am Struggeln war. Ich habe das Ding locker runtergebaut. Mir gefällt auch, das wisst ihr, wenn ihr meine Videos verfolgt, hier diese einfache alte, ich nenne sie einfach alte Kobi-Anleitungsaufteilung und auch die Farbe. Wir haben ja bei neueren Sets oft oder auch bei Limited Editions eine andere Aufteilung. Aber dieses klassische Kobi, wobei so klassisch ist es ja gar nicht, weil wir haben ja hier auch jetzt mittlerweile das Kartondesign wieder gespiegelt. Ihr seht es hier, gefällt mir immer noch am besten. Also hier habe ich wirklich nichts zu meckern, finde ich richtig gut. Und wo ich euch hier die Teile zeige, hier unten sieht man nämlich auch schon 2 zusammengebaute Teileblöcke, reden wir auch über die Ersatzteile, während ich die Anleitung mal an die Seite lege. Denn wir haben hier eine Menge Steine über. Hier das Abzeichen des Fahrzeuges, wie es im Einsatz war bei der Wehrmacht bzw. bei der Waffen-SS, haben wir ja gehört. Hier haben wir Plates und Teile zusammengedrückt, die dann sogar hier auf der schmalen Seite lackiert wurden mit dem Balkenkreuz. Und auf der anderen Seite haben wir das auch. Und wir haben die großen Slopes, die 2x3er mit der 114 und hier den Luken bzw. den Bolzen sowie
viel Kleinkram und Kettenglieder über. Also eine ganze Menge. Ich packe es ja immer in so Tüten, da kann man das ein bisschen visualisieren und hat ein bisschen Gefühl dafür. Natürlich haben wir hier die Ersatzteile, weil wir ein 2-in-1 Set haben und natürlich darf hier der Bügelperlenapplikator nicht fehlen. Was nicht fehlen darf bei einem Tigerpanzer natürlich ist der Motor. Den habe ich gebaut und nicht ins Fahrzeug gesteckt, weil das möchte ich euch gleich zeigen, wie das ausschaut. Natürlich haben wir hier vorne wieder diese bedruckte Drehscheibe, so nenne ich es mal. Wir haben hier das Gestänge in diesem Rostbraun, hier vorne auch und dann hier oben die Ventilköpfe, die Luftfilter. Ja, klassischer Maybach-Motor, so wie wir das kennen von Kobi, die baut man mittlerweile ja schon fast im Schlaf. Ein bisschen blöd finde ich, dass das hier so rumlabbert und diese Stange hier habe ich zu weit rausgesteckt und da ist sie mir zu weit reingerutscht, deswegen hat das hier so ein Loch, da muss ich nochmal nachjustieren. Hier unten die zwei Aufnahmen in unserem Brick Modified, damit wir den Motor auf einen Stand stellen können. Wir werden gleich sehen, dass der Panzer hier bei mir gar keine Noppen hat. Der wird eigentlich nur geklemmt, deswegen bräuchten wir diese Löcher hier gar nicht. Dann natürlich das Typenschild, was hier bei diesem Set natürlich richtig cool daherkommt, weil wir hier komplett das Logo des Musée des Blindes in Saumur drauf gedruckt haben, wo das Fahrzeug ja steht und restauriert wird. Und der komplette Name nochmal Panzerkampfwagen 6 Tiger Ausführung E, das Sonder-Kfz 181 im Maßstab 1:35. Also pickepacke vollgepackt hier unsere Plate auf einer Hinge in schönen Kobi zahnweiß gehalten. Gefällt mir richtig gut. Weiteres Highlight dieses Sets natürlich, bevor wir zum eigentlichen Klimax kommen, unsere beiden Figuren. Wir haben hier einen deutschen späten Panzersoldaten, erkennen wir an den rosa Litzen. Wir haben hier dieses gesprenkelte Tarnmuster, das späte in diesem Braun. Wir kennen es ja in ähnlichen Farbkombis, nur auf grün fixiert, heute noch bei der Bundeswehr, mit Dienstglas, mit hier seinen Riemen, Pistolenhalster, beziehungsweise hier oben halt diese rosa Litzen, die schwarze M35 und Feldmütze und er guckt halt ein bisschen grimmig und von hinten dann leider nicht bedruckt, aber die Seiten, die Ärmel sind bedruckt. Hier sogar nochmal das Nationenzeichen, der Adler und hier schwarze Schuhe. Natürlich kriegt ihr die Figuren auch gleich nochmal bei den Detailbildern in groß fotografiert. Und hier dann unseren Franzosen mit Schraubschlüssel, amerikanisch-englischer Bauart, einem Kanister und hier der Uniform leicht geöffnet vor Pullover mit Kragen und alles in Oliv gehalten. Verschiedene Olivtöne. Dieses Olivgrau, dann zu diesem Olivgrün und da unten drunter auch wieder das Olivgrau mit sogar ein bisschen beige für den Hals. Der Herr lächelt, kommt freundlich daher, schwarzes Barett und wie gesagt diese braunen Halbschuhe. Der Rücken ist hier bei der Figur auch nicht bedruckt. Jetzt kommen wir aber zu den Hauptdarsteller, unseren Tiger. Und er rollt logischerweise nicht so gut auf meinem Bautisch, das ist immer so ein Manko, wenn ich euch Panzer präsentiere, dass die Ketten, die hier eigentlich sehr gut laufen, also man sieht es hier, die laufen eigentlich sehr gut, auf dieser glatten Oberfläche meines Präsentationsbautisches nicht so gut laufen. Das ist ein bisschen schade. Er sieht farbenfroh aus. Er sieht eigentlich, wie gesagt, ich habe die 131 noch nicht gebaut, von all diesen drei Panzern vielleicht mit am coolsten aus. Schön die Räder, ganz schön auch diese Bautechnik, die Kobi ja hier anwendet. Vielleicht habt ihr es beim Speedbild gesehen, dass wir hier wie so eine Art Zahnpastatubendeckel hier mit einer Bügelperle auf die Achse vom letzten Rad klemmen. Das bekommt dann wirklich gut diese Form hin dargestellt von dem Kettenlaufwerk des Tigerpanzers. Gefällt mir richtig gut. Die Farben halt, habe ich euch schon gesagt, die Drucke sind exorbitant, auch hier vorne bei der Blende. Da müsst ihr mal drauf achten bei den Fotos gleich, da habe ich nämlich die Blenden vertauscht. Ich bin nämlich so bekloppt, dass ich, sobald ich das Fahrzeug gebaut habe, es dann für euch fotografiere und dann erst mit euch bespreche, weil auch ich da nochmal eine andere Sicht drauf kriege. Was hier in dem Fall ein bisschen blöd ist, weil ich habe es ja als französisches Panzerchen gebaut, habe Fotos gemacht von dieser Version, natürlich dann das Ding umgebaut, Fotos gemacht von der deutschen Version und dann wieder umgebaut, damit ich es hier euch zeige. Das sollte ich mir in Zukunft vielleicht mal überlegen. Dann die Front, die ich bei all diesen 1:35er Tigern immer so ein bisschen schwierig finde, weil wir haben hier oben drauf nur, beziehungsweise ich kann es euch zeigen, hier diese
Frontpanzerung nur mit diesem 3 Brick Modified hier dran geklemmt, und wenn man da ein bisschen zu sehr drückt, dann fällt es immer ab. Also man darf hier nicht doll drauf drücken, dann fällt es ab. Trotzdem schön gelöst, dass wir hier diese Halterung haben, wo wir auch Ketten durchmachen könnten. Wir haben hier echte Ketten, Panzergliederketten dran gehängt. Wir haben hier einen Druck für die Sichtschlitze, Maschinengewehr. Hier unsere Kanone mit der Blende. Der Turm ist ein bisschen locker. Da wird er drauf gesetzt. Ich mache mal richtig fest. So, ich zeige euch aber gleich nochmal. Die Ketten, wie gesagt, laufen ganz gut. Ich mag die Dreifachtarnung. Ich mag diese Kiste, die bedruckt ist, und ich mag auch, dass wir hier wirklich ganz easy diese Klappen aufmachen können. Was ich nicht so mag, ist, dass es dann hier so glatt ist, aber dadurch können wir Figuren ein bisschen leichter reinfriemeln, nicht noppen. Wir haben die Seitenschürzen, die, wie wir das kennen bei den großen Panzern, Tiger, Königstiger, die hier so dran genoppt sind. Ich kann mal so abmachen. So, an diese Brick Modified mit diesen 1x1er Round Plates. Und da stecken wir jetzt einfach drauf. Und weswegen ich das abnehmen wollte, ist, weil ich euch zeigen wollte, dass wir hier eigentlich so eine hohle Geschichte haben. Ihr seht hier meinen Finger durchscheinen. Da haben wir jetzt das Loch, dass wir hier draußen das wirklich so als Leichtbauweise das Fahrzeug gebaut haben. Wir haben hier so quasi ein Gerüst, ein Leichtbaugerüst, und verkleiden dann da dran. Da seht ihr auch, dadurch habe ich hier ein bisschen diese Spaltmaße, auch weil ich, wie ich euch gesagt habe, ja gerade die deutsche Version gebaut hatte und davor die französische und dann wieder auf die französische umgebaut. Also diese Aufhängung der Seitenschürzen, das kennen wir bei Kobi, ist Standard. Wir haben dieses verschachtelte Laufwerk. Wir können ein bisschen durchgucken. Ihr habt es auch im Speedbild gesehen. Wir haben hier hinten die Klappe für die Motorraumabdeckung und wir haben hier die Kabel und hier auch nochmal einen Druck für die Munitionszufuhr. So, ihr seht, es geht sehr leicht ab, der Turm hier. Das ist ein bisschen schade. Hier haben wir auch wieder Drucke für das Ankurbeln des Fahrzeuges. Wir haben hier schön die Technik und die tolle Abgasanlage, und ganz cool durch diese 1x1er, diese neuen, diese abgerundeten, bekommen wir hinten schon einen schönen, cleanen Popo hin, möchte ich mal behaupten. Und auf der anderen Seite geht es dann weiter mit den Tarnmuster und hier die bedruckten Lüftungsgitter des Motorraumes. Ich nehme jetzt den Turm mal wirklich ab, weil um hier an den Motor zu kommen oder da, wo der Motor rein muss, müssen wir ein bisschen was abbauen, nämlich hier diese ganzen Kabeln, diese ganzen Ketten. So, und da auch, zack. Das geht Gott sei Dank ganz gut. Man muss nur aufpassen, dass diese Gummischläuche keine Ermüdungsrisse kriegen, wenn man an den Gummischläuchen zieht. So, und dann haben wir hier die Abdeckung und die können wir so relativ leicht abnehmen. Und ich sehe gerade, das ist die Leichtbauweise. Es ist hier irgendwo, ich glaube von hier unten irgendwo, genau, wir sehen es, eine leichte Mini-Fliese abgegangen. So, generell ist diese Klappe sehr Stückwerk, aber ist okay. Und hier seht ihr, tada, was ich euch gesagt habe, wir haben hier eigentlich einen cleanen Motorraum. Da kommt nicht der Motor rein. Hier die Technik. Wir haben keine Noppe von unten. Ihr seht das hier. Ich kann also den Motor hier nur rein klemmen. Und da ist ein kleines Löchlein und deswegen nehme ich da diesen Brick bzw. die Jumper Plate. Die finde ich passt da ganz gut rein. Und so müsste der Motor dann im Fahrzeug versenkt werden. Ich zeige euch jetzt nochmal genau den Turm mit dem MG. Bei diesem Turm, das haben wir ja auch hier bei der 3122, gibt es eine Sache, die mir nicht gefällt. Es geht zwar schön gut zur Seite auf, das Lügchen hier, so das MG ist immer so ein bisschen im Weg, das haben wir oft bei Kobi-Panzerchen, da stimmen die Maße nicht so ganz. Und ihr seht hier, wir haben nur so einen Schlitz. Wir können also die Figur nur seitlich reinstellen. Wir müssen uns ein bisschen behelfen. Ich nehme jetzt mal diese französische Figur und packe mal ihre Accessoires zur Seite. Das heißt, wir müssen die Figur, wenn wir sie reinstellen wollen und wir wollen sie nicht so seitlich gucken lassen, einfach mal hier so buff, wie ein Schlangenmensch über den Torso drehen, über die Hüfte. Und dann können wir das hier so ein bisschen reinklemmen und dann passt das auch. Und dann haben wir die Figur auch drauf. Hier übrigens schön dieses Totenkopf-Symbol auf dem Barett. Ja, das ist der Turm. Hier muss man ein bisschen aufpassen, muss man fest reindrücken. Hier, dass das Rohr auch gerade ist. Denn sonst haben wir so einen kleinen Knick drin. Das werdet ihr auch gleich mal in meinen Detailfotos sehen, dass das da auch nicht überall der Fall ist. Trotzdem bekommt ihr da nochmal einen genauen Eindruck. Und vor allen Dingen auch mal ein paar Fakten.
die möchte ich euch nämlich gleich ans Herz legen, wenn es die Detailbilder gibt. Denn wir haben noch eine Geschichte mit diesem Panzer zu erzählen, nämlich die Geschichte, dass er ja auch nochmal auf französischer Seite gegen Deutsche gekämpft hat. Und diese Deutsche haben sogar noch länger gekämpft, als der Krieg eigentlich gedauert hat. Das gibt es gleich bei den Detailbildern. Und jetzt gucken wir uns den Panzer nochmal von unten an. Auch das bekommt ihr bei den Detailbildern. Wir sehen diese typische Snot-on-Top-Technik, die wir bei Kobi mittlerweile kennen, bei den großen und auch bei den kleinen Panzern, aber verstärkt eingesetzt hier bei den Fahrzeugen im Maßstab 1:35. Und ihr wisst jetzt auch, warum ich die Bilder immer vorher aufnehme, weil ich ja oft euch in diesen Reviews die Sets nochmal auseinandernehme und das wäre dann wirklich zu vieles Guten, wenn ich es dann auch nochmal zusammenbauen müsste. Das hätte ich dann mit dieser deutschen, französischen Wechselversionsgeschichte, die ich euch erzählt habe, einfach zu viel Aufwand gekostet. Wobei ich gerne für euch Aufwand mache. Und den seht ihr jetzt bei den Detailbildern, liebe Freunde. Wie versprochen, liebe Freunde, bekommt ihr nun einige Detailbilder von beiden Versionen des Kobi-Sets 3124, unseren Tiger, der auf beiden Seiten Deutschlands sowie Frankreichs im Zweiten Weltkrieg kämpfte. In der Faktenzeit sprach ich ja davon, dass der Tiger Bretagne von den Franzosen in einer quasi Beutepanzereinheit mit anderen ehemaligen deutschen Panzern, man sagt so 15 Stück, beim Kampf um den Kessel von Saint-Nazaire eingesetzt wurde. Was aber war der Kessel von Saint-Nazaire? Nach der Landung der Alliierten in der Normandie 1944 geriet das deutsche Verteidigungssystem ins Wanken. Doch einige Kriegsmarinebasen hielten sich auf Führerbefehl als Festungen am Atlantik hartnäckig, so auch Saint-Nazaire, ein strategisch wichtiger U-Boot-Stützpunkt. Am 15. August 1944 wurde die Stadt durch alliierte Truppen vollständig eingeschlossen. Innerhalb des sogenannten Atlantikkessels saß die 265. Infanteriedivision unter Generalleutnant Hans Jungfest. Rund 28.000 deutsche Soldaten, ausgestattet mit etwa 700 Geschützen, darunter schwere Artillerie und Flakstellungen. Die Verteidiger bereiteten sich auf eine lange Belagerung vor und sollten Recht behalten. Denn nachdem der Hafen von Brest am 18. September 1944 nach verlustreichen Kämpfen durch die Alliierten zwar erobert, aber völlig zerstört worden war, änderten sie ihre Taktik. Man verzichtete auf weitere Großangriffe gegen die übrigen Atlantikfestungen, darunter auch Saint-Nazaire. Das Ziel war Berlin. So blieben die deutschen Truppen über Monate hinweg isoliert, aber unbehelligt. Ein Krieg im Wartestand mit Scharmützeln, immer wartend auf den letzten Sturmangriff. U-Boote versorgten vereinzelt die eingeschlossenen Einheiten mit Material und Nachschub im kleinen Rahmen. Noch am 8. Mai 1945 wurde in Corps-de-Mar im Haus eines François Morzin, das Les Sablés genannt wird, ein Kapitulationsabkommen unterschrieben. Schon am 9. Mai um 0:01 Uhr sollte ein Waffenstillstand beginnen, doch man war auf der deutschen Seite noch nicht bereit, den französischen Truppen die Stadt zu überlassen. Im südlichen Teil des belagerten Gebietes kam es noch bis zum Morgen des 11. Mai zu Gefechten. So war es erst am Mittag des 11. Mai möglich, auf der Pferderennbahn Grand Clos in Bourvon eine Kapitulationszeremonie zu vollziehen. 3 Tage nach der eigentlichen, bedingungslosen Gesamtkapitulation der Wehrmacht. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, fast als mir lieb ist, denn ich kann gar nicht genug kriegen an den Fakten, die hier am Beispiel unseres Kobi-Sets 3124 ich rausgesucht habe. Die Message aus dem Intro-Gag stimmt total, auf jeden Fall was Kobi angeht, denn solche Sets liefern einfach super tolle, interessante Geschichten aus der Geschichte. Und ich sage euch, wenn ich dieses Video zu Ende habe, dann werde ich mir gleich das nächste Kobi-Set krallen und das nächste Video für euch drehen und da hoffe ich dann auch, dass ich dort interessante Fakten für euch finde für die Faktenzeit beim Speedbild. Gerne schreibt mir eure Ergänzungen oder wenn ihr meint Verbesserungen auch in die Kommentare. Und wenn ihr dabei seid, dann schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr nämlich die Quellen zu den Fakten und natürlich auch alle Quellen rund um dieses Set bzw. die Infos, Teileanzahl und so weiter und einige interessante Links, wie zum Beispiel Kobipedia. Unsere große Kobi-Datenbank, wo man fast alle Sets von Kobi findet und natürlich der Link zu meinem Discord. Denn wenn ihr mal mit Gleichgesinnten wie mir quatschen wollt, dann wäre der Discord, der Blogsquad, so heißt er, genau die richtige Anlaufstelle. Und da gibt es auch noch ein paar mehr interessante Menschen, die auch
Kobi-Fans wie du und ich sind, beziehungsweise generell Klemmbaustein-Fans. Ja, und ich denke, das sind gute letzte Worte, euch zu einem schönen Wohlfühl-Place einladen, nämlich meinem Discord. Vielleicht, ja, quatschen wir dann hier über unseren Bretagne Tiger. Und wie immer am Ende eines Videos, wenn es sich um einen Panzer handelt, der ja auch nur ein Auto ist, wünsche ich euch wie immer eine gute Fahrt, bleibt gesund, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.